Der Ratenkredit der Postbank bietet einen Vorteil, den Kredite von anderen Banken nicht bieten. Aber wie gut ist der Postbankkredit wirklich? In diesem Video zeigen wir dir alle wichtigen Konditionen, die Vorteile, aber auch die Nachteile. Am Ende des Videos erfährst du, ob sich der Postbank-Online-Kredit lohnt und welche Alternativen vielleicht besser sein könnten. Den Postbankkredit und alle anderen vorgestellten Angebote verlinken wir unter dem Video. Der Online-Privatkredit ist ein Kredit zur freien Verwendung. Lediglich Immobilien dürfen damit nicht finanziert werden. Los geht's! Die Konditionen vom Postbankkredit. Welche Kreditsummen und Laufzeiten sind möglich? Die Mindestkreditsumme beträgt beim Postbankkredit 3.000 Euro. Maximal sind 80.000 Euro verfügbar. Bei den Kreditlaufzeiten kannst du 12 bis 120 Monate, also 1 bis 10 Jahre wählen. Wie hoch sind die Zinsen? Die Zinshöhe wird beim Postbankkredit individuell nach Bonität festgelegt. Je besser deine Kreditwürdigkeit, desto niedriger der Zins. Der effektive Jahreszins liegt zwischen 2,95% und 12,63%. Der feste Sollzins beträgt mindestens 2,9% und maximal 11,95% per annum. Die Spanne zwischen dem geringsten und dem höchsten Zins ist hier im Vergleich mit anderen Kreditangeboten sehr hoch. Das macht einen Vergleich schwierig. Das repräsentative Beispiel zeigt, welchen Zins die Mehrheit der Kunden für den Kredit bezahlen muss. Nach dem repräsentativen Beispiel des Postbank-Online-Kredites erhalten 2/3 aller Kunden bei einer Nettokreditsumme von 10.000 Euro und einer Laufzeit von 60 Monaten einen effektiven Jahreszins von 9,82% und einen festen Sollzins von 9,4% per annum. Es sind 60 Raten zu je 212 Euro fällig. Die Gesamtsumme beträgt dabei 12.701 Euro. Es fallen keine Bearbeitungsgebühren an. Darlehensgeber ist die Postbank, eine Niederlassung der Deutsche Bank AG am Bundeskanzlerplatz 6 in 5313 Bonn. Den Zins, den die Mehrheit der Kunden erhält, ist relativ hoch. Unter dem Video verlinken wir dir einmal einen Vergleichsrechner, bei dem du ihn mit denen anderer Banken vergleichen kannst. Sind Sondertilgungen kostenlos möglich? Ja, du kannst jederzeit Sondertilgungen leisten. Dafür wird keine Vorfälligkeitsentschädigung berechnet. Die Laufzeit deines Kredites verkürzt sich und du sparst Zinsen. Fällt bei vorzeitiger Rückzahlung des Kredites eine Vorfälligkeitsentschädigung an? Wenn du einen Kredit vor Ablauf der vereinbarten Kreditlaufzeit zurückzahlst, dürfen Banken eine Vorfälligkeitsentschädigung von 1% berechnen. Ist die Restlaufzeit weniger als 12 Monate, sind 0,5% erlaubt. Die Postbank berechnet bei vorzeitiger Tilgung oder Kündigung keine Vorfälligkeitszinsen. Kann man den Kredit aufstocken? Ja, die Kreditsumme kann unkompliziert im Online-Banking erhöht werden. Kann man den Postbankkredit online beantragen? Ja, der Kredit kann digital aufgenommen werden. Die Zinsen sind bei Online-Abschluss günstiger als in der Filiale. Die Unterschrift im Online-Antrag erfolgt digital und die benötigten Unterlagen stellst du der Bank per Upload zur Verfügung. So kann der Kreditantrag komplett papierlos erfolgen. Auf Wunsch kannst du die Unterlagen natürlich auch ausdrucken und per Post versenden. Können auch Selbstständige und Freiberufler den Postbank-Privatkredit beantragen? Der in dem Video vorgestellte Privatkredit direkt steht nur Arbeitnehmern, Beamten und Rentnern zur Verfügung. Bist du selbstständig oder freiberuflich tätig, bietet die Postbank den Businesskredit, der für geschäftliche, aber auch private Zwecke verwendet werden kann. Wie lang ist die Bearbeitungsdauer bis zur Auszahlung? Hast du dein Gehaltskonto bei der Postbank, kann die Entscheidung innerhalb von 24 Stunden erfolgen und der Kredit wird dann direkt ausgezahlt. Bist du Neukunde, dauert die Kreditprüfung normalerweise 2 Banktage. Die Auszahlung erfolgt dann nach weiteren 2 Tagen. Reichst du deinen Antrag und die Dokumente per Post und nicht online ein, verzögert sich die Kreditvergabe um die Dauer des Postweges. Ist eine Ratenpause möglich? Ratenpausen sind nicht vorgesehen. Wenn du Probleme hast, deine Raten zu zahlen, kontaktiere die Bank. Gibt es eine Restschuldversicherung bei der Postbank? Mit dem Postbank-Ratenschutz bietet die Postbank eine Restschuldversicherung an, die den Kredit bei Tod, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit absichert. Vorteile vom Postbankkredit. Hohe Kreditsummen möglich. Sondertilgungen sind kostenlos. Es gibt keine Vorfälligkeitsentschädigung. Der Kredit kann komplett digital, papierlos beantragt werden. Lange Laufzeiten bis zu 10 Jahren und das Darlehen kann unbürokratisch aufgestockt werden. Nachteile vom Postbankkredit. Der 2/3-Zins ist relativ hoch. Voraussetzungen für den Postbankkredit. Um den Postbank-Privatkredit zu beantragen, musst du volljährig sein und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Außerdem musst du Arbeiter, Angestellter, Beamter oder Rentner sein. Bist du Selbstständiger, ist der Privatkredit nicht für dich verfügbar. Welche Unterlagen und Dokumente werden benötigt?
Für die Beantragung des Postbankkredites benötigst du Einkommensnachweise der letzten beiden Monate sowie die Kontoauszüge des letzten Monats und deinen Ausweis oder Reisepass. Lohnt sich der Postbankkredit? Der Mindestzins des Postbankdarlehens ist durchaus günstig. Allerdings erhalten 2/3 aller Kunden einen Zins, der fast dreimal so hoch und damit sehr teuer ist. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du woanders einen günstigeren Zins erhältst. Schau am besten einmal in den Vergleichsrechner, den wir dir unter dem Video verlinken. Dort findest du bis zu 20 Alternativen. Hast du noch Fragen oder eine Videoidee? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.